Camino Franconés, Etappe 3, Pegnitz-Stierberg. Ich stehe um 6:10 Uhr auf. Der Tag fängt gut an. Meine Unterkunft in Stierberg sagt, dass es bei meiner Ankunft Essen gibt. Nach dem Frühstück hole ich mir den Stempel von meiner Unterkunft. Gegen 8:40 Uhr besichtige ich zuerst die Kirche St. Bartholomäus. Weiter geht es zu einem Supermarkt, wo ich mich jetzt aber mit ausreichend Proviant versorge. Derart ausgerüstet verlasse ich den Ort Richtung Bronn. Die Sonne strahlt und der Weg ist einfach herrlich. Die Felder wirken allerdings etwas ausgedörrt, weil es schon lange nicht mehr geregnet hat. Ich laufe einige Zeit parallel zur Autobahn A9 und bin auch länger im Wald unterwegs. Gegen 11:40 Uhr laufe ich nach einem relativ steilen Anstieg in Bronn ein. Ich betrete die geschlossene Jakobuskirche und erhasche immerhin einen Blick auf eine Figur des Heiligen. 24. April. Die Jakobuskirche in Bronn heißt mich mit einem Glockengeläut willkommen. Ich habe mich jetzt bei der Bäckerei Wey versorgt und genießt dann ein Stückchen gedeckelten Apfelkuchen und eine Flasche Mineralwasser. Im Café Wey gibt es 2019 noch einen Pilgerstempel und ich treffe dort ein Paar aus Österreich. Mit ihnen unterhalte ich mich über den witzigen österreichischen Film Drei Brüder auf dem Jakobsweg, den ich für euch in meiner Playlist Jakobsweg Österreich verlinkt habe. Gegen 12:30 Uhr laufe ich weiter in Richtung meines nächsten Zieles, Betzenstein. Gegen 15 Uhr treffe ich in Betzenstein ein und mache mich auf die Suche nach einem Wirtshaus. Ich laufe an 3 Wirtschaften vorbei, die alle geschlossen haben. Ich besuche die Stadtpfarrkirche und mache einen Eintrag in das Kirchenbuch. Auf der Straße frage ich einen jungen Mann, welches Wirtshaus offen hat. Dank ihm kann ich kurz danach ein alkoholfreies Pilgerweißbier zu mir nehmen. Pilgertipp: Einheimische fragen, wo was offen hat. Im Wald philosophiere ich ungestört über Themen wie meine Beziehungen zu Frauen und aus aktuellem Anlass über meine eigene Serviceorientiertheit als IT-Berater. Nachdem ich durch Zufall einen falschen Abzweig genommen habe, trete ich aus dem Wald und stehe um 17 Uhr vor dem Ortsschild von Stierberg. Meine Unterkunft, der Landgasthof Fischer, stellt sich als eine echte Pilgerunterkunft heraus. Ich beziehe mein Zimmer, dusche, wasche meine Wäsche und hänge sie mit der Pilgerwäscheleine am Balkon auf. Zu essen gibt es Wiener Schnitzel mit Klosterbier, dazu Erdbeereis. Bevor ich zu Bett gehe, fülle ich mein Pilgertagebuch mit den Erlebnissen des Tages. Wie es am nächsten Tag weitergegangen ist, seht ihr in meinem nächsten Video. Die Etappe ist ca. 18,5 Kilometer lang. Bei mir kamen noch einige Kilometer dazu, wegen Einkaufen und Wirtshaussuche in Betzenstein etc.